Ich habe ein Buch von einer iranischen Dichterin, Firuzat. Darf ich mal? Ja. Ach, ist sie auf Türkisch? Ja, klar. Naja. Dann musst du mir mal ein bisschen über sie erzählen, weil das kann ich nicht lesen. Sie war eine feministische Dichterin in so ungefähr 1950. Lebt sie noch? Nee, sie ist sehr jung verstorben leider. Aber sie hat sich von ihrem Mann scheiden lassen, was in der Zeit richtig krass war. Ja. Sie hat über Sexualität Gedichte geschrieben als eine Frau in 1950. Und es ist einfach so toll. Hast du ein Lieblingsgedicht? Das ist auf Seite 100 sollte es sein. Und dieses Gedicht heißt Sünde. Und sie redet halt von Sexualität und dass sie es eigentlich genießt, obwohl es in der Gesellschaft total verboten war. Ja, ist ja teilweise auch immer noch so. Ja, das stimmt. Also wenn man irgendwie eine Frau ist, die viele Geschlechtspartner hat oder so, dann hat man wird ja ein anderes Bild über einen geurteilt, als wenn man ein Mann wäre. Ja, voll. Und ich kann immer noch ganz gut nachvollziehen, was sie schreibt. Ja, schön. Das ist schon so 60 Jahre her. Vielleicht sollte ich doch Türkisch lernen. Ja. Weißt du was, als ich letztens in Istanbul war, ich war in U-Bahn und ich hatte halt ein Kleid an. Und als ich in den von der U-Bahn rauskam, eine Frau hat mich gestoppt. Und einfach so auf der Straße, sie hat mich einfach gestoppt. Ja, und sie hat mir meine Arme so festgehalten. Fremde Frau, nichts? Ich kenne sie nicht. Und das war echt komisch. Und sie meinte dann, dass ich mich nicht so kleiden darf, weil ich damit Männer provoziere. Bitte was? Ich verstehe das nicht. Und das war eine Frau, die mir das gesagt hat. Und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich konnte sie nicht richtig mal beantworten. Dass man halt immer noch irgendwie dieses Ding hat, die Frau muss darauf aufpassen, was der Mann macht, weil der Mann ist unabhängig und selbstbestimmt und die Frau kann das irgendwie kontrollieren. Und das ist ja ein absoluter Schwachsinn, aber das ist ja genau das Gleiche. Und anscheinend gibt es eben immer noch Frauen, die das so verinnerlicht haben, dass sie das Gefühl haben, fremde Leute auf der Straße ansprechen zu müssen. Und ich glaube, sie dachte, sie hat es gut gemeint, um mich zu schützen. Es ist so schrecklich. Wenn ich meine Kleidung aussuche, will ich nicht darüber nachdenken, wie es irgendwie auf anderen wirkt oder was für eine Reaktion ich auf der Straße kriege. Mir ist das diesen Sommer passiert. Ich war immer so, eigentlich bin ich immer ganz gut durch Berlin durchgekommen. Dann hatte ich seit Jahren mal wieder hohe Schuhe an. Das war das einzige Unterschied, was sonst so Outfits hätte. Ich hatte nur wieder hohe Schuhe an. Bin am Nollendorf die Treppe runter und ich sehe schon auf der Rolltreppe, dass mir jemand hinterher guckt und gehe nur ganz schnell und schön das sind auch wieder so Sicherheitsvorkehrungen, die man macht, ne? Erster Waggon direkt hinter den Schaffner. Ja, so, das klar, kann ich so gut, ja. Sofort. Ja. Und das ist ja drin, das sind ja Entscheidungen, die man irgendwie trifft. Und natürlich ist er dann mit in den Waggon und hat mich so am Bein berührt und ich habe richtig losgebrüllt. Und die Schaffnerin ist dann tatsächlich ausgestiegen und er hat einmal geguckt, ob alles in Ordnung ist. Ich glaube, das kann überall passieren. Ja, wahrscheinlich. Ja, eben in Istanbul auch. So, eben auch in Berlin. Oder auf dem Dorf. Es ist voll kalt geworden. Ja, Winter. Aber immerhin haben wir noch Sonne. Ja, das stimmt. Das ist sehr wichtig. Man muss die Sonnentage wertschätzen. Ja, voll. Gerade in dieser Jahreszeit. Apropos, weißt du, was meine Lieblingssaison ist? Welche? The Fall of Patriarchy. Wollen wir einen Kaffee holen gehen? Oh, voll.